Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Parkplatz Lederstumm. Es ist seit 2 Tagen sau wieder, ist klar, ich habe seit Donnerstag Urlaub. Ja, ich habe mir einen Radlanhänger gebaut, aber jetzt habe ich keine Lust mehr, dass ich in der Werkstatt stehe. Heute muss ich hinaus. Ich bin heute das erste Mal mit den Barfußschuhen unterwegs, auch wenn es Schnee regnet. Da gibt es auch isolierte. Aber ihr habt es ja mitgekriegt, die letzten Wochen, ich habe immer wieder mit meinem Rücken zu tun. Und naja, die Dinge, die helfen mir halt am besten dagegen. Ich würde sagen, auf geht's! Ich gehe heute auf einen Bekannten, und zwar auf den Riesenberg. Da war ich jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr oben. Und es langt mir, dass ich heute mal wieder einigermaßen auf Straßen gehe, weil die Steige sind nach so viel Regen natürlich waschelnass. Und wie gesagt, heute ist auch ein bisschen Barfußschuhe wieder mal eingehen, weil mir die halt einfach am meisten helfen, was meine Rückenprobleme angeht. Natürlich habe ich jetzt ein paar Schuhe dabei, und bevor sich einer zu intensiv dafür interessiert, es gibt auf meinem Kanal ein Video zu den Schuhen, wo ich ganz klar sage, bitte aufpassen, nicht meinen, dass man das am Berg ausprobieren kann. Ich habe die 8 Jahre vorher schon anders benutzt und irgendwann gemerkt, dass ich das am Berg auch im Griff habe. Sonst bringt das nichts. Jetzt wird der Schnee schon trockener. Ich bin jetzt gerade einmal unter 100 Höhenmeter Unterschied weitergegangen. Und man merkt, jetzt schmelzt er nicht mehr gleich weg. Also geht die Rechnung ein bisschen auf. Ich habe zwar natürlich genügend Regenkleidung dabei. Der Poncho ist wieder montiert. Aber ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Ja, und links ging es natürlich wieder Richtung Hofalm weg. Ich bleibe aber heute auf der Straße bis Zeilbohn. Und ja, ich gehe dann schon einen Steig rauf, mal schauen, wie nass das da ist. Aber der ist ja doch recht steinig, der darf halt schon gehen. Und dann muss ich mal schauen, wie lange ich mit den Barfußschuhen weitergehen kann. Oder ab wann es mir einfach zu kalt werden. Dann werde ich eventuell mal die Schuhe wechseln.
Ja, wir sind am Zeibon und das ist bei 840 Höhenmeter so ungefähr die Schneegrenze. Ab da bleibt es liegen. Und ja, der Steig ist noch frei. Jetzt wird es zwar ein bisschen nässer vom Boden, aber es geht noch. Also, obwohl es so viel geregnet hat, ist scheinbar ganz gut weggesickert. Es stehen ein wenig Pfützen da auf. Und ich bin tatsächlich noch mit den Barfußschuhen unterwegs, weil es kalt ist mir noch nicht. Mal schauen. Die anderen Schuhe sind schnell griffbereit und natürlich auch frische und warme Socken. Das ist halt eine Voraussetzung, wenn man sowas macht. Ich habe ja schon erwähnt, warum es mir wert ist. Und ich glaube, ich kann es auch ganz gut einschätzen, wenn man so eine Rückenprobleme hat, die schlimmer sind wie ein paar kalte Zehen, dann ändert sich der Blickwinkel. Und ich weiß genau, heute Nachmittag sitze ich anders am Kaffeetisch. Das ist einfach blöd für mich, dass wir keinen gescheiten Winter mehr haben. Früher haben Skitouren das Problem gelöst. Da habe ich auch nie irgendwas gespannt, weil ich mir über den Diagonalschritt mit den Stecker scheinbar das aber ganz gut wieder rausgelaufen habe. Aber seit ungefähr 5 Jahren, wo ich sogar in die Berg gehe damit, sind die Barfußschuhe für mich das Allerbeste. Und darum nur mal die Warnung an euch, nicht am Berg anfangen und schon gleich gar nicht, wenn es kalt ist, sondern vielleicht einmal als Zweitschuhe dabei haben. So habe ich es am Anfang auch gemacht. Und einmal irgendein Hochalm, der nicht so anspruchsvoll ist, einmal eine Viertelstunde geht damit und einmal schauen, ob es einem taugt.
Man sieht es, jetzt geht man schon durchgehend auf Schnee. Und tatsächlich, wenn es trocken war, dann war das gar kein Problem mit den dünnen Schuhen. Aber im Steig war es jetzt feucht und ich habe gemerkt, jetzt werden die Socken doch ein bisschen nass von unten. Jetzt habe ich mir gerade Schuhe umgezogen. Ich bin mit meinem Leichtbergschuh, also mit einem Halbschuh unterwegs. Und jetzt merke ich aber, wie wenn man barfuß durch Schnee läuft, also im wahrsten Sinn des Wortes, jetzt geht die Schuhheizung los. Jetzt wird es richtig warm da drin. Und so soll es ja sein. Also man darf einfach in so einem Fall nicht übersehen, dass man früh noch stehen bleibt, auch mit einem normalen Bergschuh. Wenn man merkt, ich habe kalte Füße, dann muss man reagieren. Und zwar gleich. Nicht da oben, wenn dann 400 Meter weiter die Bank kommt. Jetzt, sofort. Weil die 400 Meter können, wenn es Black geht, über Erfrierung entscheiden. Und darum darf man es nicht ausreizen bis aufs Letzte. Ist gerade einer mit einem Quad aufgefahren und da vorne geht es ja für uns schon wieder rechts ins Steigerleine, das kurze Stückerl. Man hätte ja alternativ auch rechts oberhalb von uns auf der Straße raufgehen können. Ich kann zumindest behaupten, ich habe heute Sonne gesehen. Ich weiß nicht, ob das unten auch möglich ist. Wir kommen schon bald zur Riesenhütten auf. Man sinkt jetzt ganz unterschiedlich tief ein. Da links neben mir war einer so schlau und hat die Schneeschuhe mitgenommen. Ich heute nicht. Und darum werde ich mich jetzt wahrscheinlich nur an der Riesenhütte in die Sonne sitzen. Und lass da gut sein. Auf jeden Fall reißt es jetzt gerade auf. Ich bezweifle aber, dass man weiter oben recht viel mehr sieht.
es hängt halt einfach nur ganz schön herinnen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum geht er heute nicht auf? Naja, mit den Halbschuhen habe ich gemerkt, dass mir doch vielleicht der Schnee dann in die Schuhe reinfällt. Und ich habe ja die Schuhe schon mal umgezogen. Das heißt, Treibau habe ich nicht dabei. Ich hätte mir vielleicht die Schneeschuhe mitnehmen sollen, weil die letzten 3 Tage, wo es unten so geregnet hat, hat es herum doch geschneit. Man sieht, es ist teilweise durch den Wind auch tiefer und teilweise halt nicht. Man hat jetzt ganz gut bis daher gekommen, aber rauf zum Riesenberg ist teilweise ein bisschen steiler und dann rutscht man öfter weg und dann habe ich einen Haufen Schnee in die Schuhe. Darum lasse ich es heute bleiben. Die Aussicht ist nicht möglich, das sieht man. Der Nebel hängt noch richtig dick und da ist es jetzt verhältnismäßig warm. Es geht überhaupt kein Wind, obwohl er für heute noch angesagt ist. Da kann man es jetzt richtig aushalten. Und darum bleibe ich jetzt ein bisschen an der Riesenhütte und dann geht es wieder runter. War richtig gut zum Raufgehen. Ich hätte vielleicht ein T-Shirt weniger braucht heute, weil es doch gar nicht so kalt ist. Und das ist auf jeden Fall mal eine Tour, die man jetzt im Frühjahr auch schon machen kann. Wer Schneeschuhe hat, kann es vielleicht ab 1200, 1300 Höhenmeter brauchen. Also eigentlich nur das letzte Stück. Grödel hat man wie immer dabei, aber heute werde ich es nicht brauchen, weil der Schnee frisch ist. So, ich gehe wieder runter. Das mit dem Quad waren wirklich 2 Bergwachtler. Ich schätze mal, dass das ein bisschen Fahrausbildung mit dem Quad war. Nur ein bisschen eher auffahren hätten sie können, weil jetzt ist die Spur von einer zum Runtergehen wirklich super. Mal schauen, ob das so fest bleibt. Die frischen Rippen rutscht man nicht und man sinkt da fast nicht rein. Ist natürlich jetzt nicht auf der Straße oder auf dem Normalweg rauf, sondern daneben. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie es da zum Laufen geht auf Dauer. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern.
Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.